Die sind so appetizing. Ich bin so froh, dass du das machst. Ich glaube, wenn ich das machen würde, hätte ich danach 17 verschiedene Blondstellen in meinen Haaren. Ich mache das vor Corona noch, so im Februar. Ups! Achtung, es riecht nach Bleach. Es riecht nach Bleach. Oh oh. Tja, New Year, New Hair, New Me, I guess. Herzlich willkommen zurück im Jahr 2022 beim FAU-Vlog. Heute soll es aber gar nicht um meine Haare gehen, sondern um Neujahrsvorsätze. Bei dem Thema spalten sich die Geister. Manche sagen, hey, in der Zeit ist es einfach, man ist viel zu Hause, man hat gut Zeit, Dinge zu planen, Dinge umzukrempeln, die einem vielleicht nicht gefallen und deswegen nimmt man sich Sachen vor, die einem im nächsten Jahr vielleicht weiterbringen. Und die andere Seite ist eher so, nee, ist mir eigentlich auch jetzt zu viel Stress und ich halte mich sowieso nicht dran, deswegen nehme ich mir überhaupt keine Neujahrsvorsätze. Bevor wir jetzt gleich in das Thema reinstarten, habe ich mich erstmal so in meinem Orbit umgehört, was denn so die Neujahrsvorsätze von den Leuten um mich herum sind. Ich bin zwar kein Fan von Neujahrsvorsätzen, aber ich bin ein großer Fan von persönliche Ziele setzen. Und mein aktuellstes persönliches Ziel ist es, mehr auf meinen Körper zu hören, ob ich gerade für etwas Energie habe oder nicht. Ich habe mir vorgenommen, weniger Kaffee zu trinken und bis zum Ende des Jahres 24 Bücher zu lesen. Mein Vorsatz für 2022 ist vor allem, dass ich aufhören möchte, darüber nachzudenken, was andere Leute von mir denken. Und außerdem, dass ich mich noch besser über Themen wie Feminismus, Rassismus und weitere gesellschaftliche Probleme informiere und so einen besseren Überblick habe und auch besser darüber reden kann. Gar keinen, tatsächlich. Also ich habe festgestellt, so große Vorsätze, die man das komplette Jahr durchziehen muss, die sind einfach nichts für mich. Und deswegen habe ich so eine Liste angefangen, wo ich so 10 bis 15 Sachen draufschreibe, die ich im kommenden Jahr machen möchte. Dieses Jahr steht zum Beispiel drauf, ich möchte 5 Gerichte kochen, die ich nicht kenne. Ich möchte Postkarten an 5 verschiedene Leute schicken. Ich möchte 40 Bücher lesen. Das ist vielleicht ein bisschen krass ambitioniert. Ja. Ich möchte auch einmal ins Ausland fahren. Und das finde ich eigentlich total gut, weil ich kann dann Strichlisten machen. Ich kann es auch durchstreichen. Ich könnte das innerhalb von einer Woche erledigen. 5-mal verschiedene Sachen kochen. 40 Bücher lesen vielleicht nicht. Aber das hilft mir eigentlich ganz gut, das Ganze durchzuziehen. Und es sind dann auch immer so schöne Erlebnisse. Meine Vorsätze für das neue Jahr sind 3 Stück. Ich will angeln lernen. Ich möchte mir die Haare rauswachsen lassen und ich will meine Texte und meine Musik ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen. Wie man sieht, auf jeden Fall ein buntes Potpourri an Vorsätzen. Ich persönlich habe da so ein bisschen eine gespaltene Meinung dazu, weil einerseits finde ich es total cool, sich Dinge vorzunehmen, Dinge zu planen, sich auf Dinge zu freuen und Dinge anders machen zu können. Auf der anderen Seite kenne ich mich aber sehr gut und gerade alles, was mit entweder Verzicht, also zum Beispiel weniger Kaffee, mehr Gemüse, gesünder Essen und so weiter, oder mit einer Regelmäßigkeit, das heißt regelmäßig zum Sport gehen und so weiter zu tun hat, hat bei mir einfach den blöden Side-Effekt, dass ich nach ein paar Wochen, Monaten einfach keinen Bock mehr drauf habe, dass sich das ausschleicht, dass es mir gar nicht mehr so bewusst ist, was ich mir eigentlich vorgenommen habe und dass ich es dann im Endeffekt leider sein lasse. Weil ich mir aber sicher bin, dass ich nicht die Einzige bin, die mit solchen Sachen ein bisschen struggelt, habe ich mir gedacht, okay, ich recherchiere mal ein bisschen und finde mal raus, was eigentlich so Neujahrsvorsätze so ein bisschen ein tricky Thema macht und wie man vielleicht sich nachhaltigere Neujahrsvorsätze setzen kann. Deswegen habe ich mich über Zoom mit Fabienne und Chantal Muri getroffen. Die beiden kommen aus der Schweiz und machen unter dem Namen Daughters of Time Life- und Business Coaching und die habe ich zum Thema Neujahrsvorsätze mal ein bisschen ausgefragt. Was ich ganz vorneweg erstmal wissen wollte ist, warum hat man um Neujahr rum eigentlich das Bedürfnis, sich Vorsätze zu nehmen und sein ganzes Leben so ein bisschen umzukrempeln? Ja, warum passiert das? Ich glaube, das hat einen kulturellen Hintergrund vor allem. Also das hat sehr viel damit zu tun, dass ein neues Jahr beginnt, ein weißes Blatt aufgeht und man merkt, okay, man hat irgendwie etwas abgeschlossen und jetzt startet man wieder neu. Ich denke, das hat sehr viel wahrscheinlich sogar mit Religion zu tun, gehe ich fast davon aus, so in unserem Breitengraden, weil das vor allem auch bei uns so ist und nicht unbedingt in anderen Kulturkreisen vorhanden ist. Das Businessjahr fängt ja dann auch immer an und ich denke, von daher könnte es auch rühren, weil man ja das Businessjahr abschließt mit den Zahlen, sich neue Ziele setzt für das kommende Jahr dann auch. So in diesem Bereich. Und ich glaube auch im Jahr ist man ja immer sehr in diesem Hustle drin und man ist so in diesem, ja, man vergisst vielleicht manchmal ein bisschen wieder so den Blick rundherum und immer dann so im Jahresende, wenn so das neue Jahr kommt, dann merkt man, oh, vielleicht soll ich den Kompass wieder so ein bisschen ausrichten. Was möchte ich denn eigentlich mit meinem Leben? Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, wenn wir uns schon so viele schöne Sachen vornehmen.
warum hält die Motivation dann nie wirklich lange an? Also ich glaube, das Frustriertsein hat, glaube ich, damit zu tun, dass sich viele Menschen gar nicht so viel oder tiefere Gedanken darum machen und das einfach wirklich sich gut überlegen, sondern dass es wirklich so kurz vor, also 11:55 so am 30., 31. Dezember macht man sich noch so Gedanken, oh Scheiße, ja, das neue Jahr, was soll ich denn? Und dann setzt man sich irgendwelche Ziele, die man meistens zu viel, meistens zu hoch und vielleicht auch gar nicht Ziele, die einem eigentlich wirklich wichtig sind. Vielleicht mehr, wo man so irgendwie das von der Gesellschaft übernimmt, irgendwie, ja, ich soll mehr Sport, weniger rauchen und es ist gar nicht so, dass das eigene ist und deshalb glaube ich, dass man das dann auch nicht so umsetzt. Und wenn ich mir jetzt aber trotzdem Neujahrsvorsätze nehmen möchte, weil es einfach Dinge in meinem Leben gibt, die ich gerne ändern will, was wäre denn da ein guter, nachhaltigerer Weg, um sich dem Thema zu nähern? Ich glaube, die große Frage ist immer, warum? Das Warum. Ich glaube, das ist die zentrale Frage bei allen Zielen, beziehungsweise auch bei Vorsätzen. Was oder warum will ich das wirklich? Was ist der Hintergrund? Was gibt mir das vielleicht dann auch für einen Mehrwert in meinem Leben, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Ich finde es wichtig, sich, bevor man sich Ziele setzt, mal auch eine Rückschau zu halten. Also mal zu reflektieren, vielleicht auch, wenn man das eben aufs neue Jahr macht, einfach zu schauen, wie war das Jahr für mich und wie habe ich meine Lebensqualität oder wie hoch war meine Lebensqualität? Ich finde da die Skala-Frage immer sehr gut, also auf einer Skala von 1 bis 10. 1 total schwach oder es war ein nicht so gutes Jahr und 10 ein totaler Gewinn, das war super quasi so. So auf dieser Skala mal sich einordnen und sich zu fragen, wo stehe ich oder wo steht das vergangene Jahr vor allem auch mal. Und sich dann überlegen, was wäre so mein Ziel für dieses Jahr, wo möchte ich denn am Ende dieses Jahres stehen? Und auch die Emotion, ich denke ganz oft machen wir Ziele nur mit dem Kopf, aber der Kopf alleine macht es nicht aus, weil meistens sind es dann die Emotionen, die uns sagen, ob wir etwas erreicht haben oder nicht. Also das ist dann meistens ein Gefühl. Und deswegen sich vielleicht auch mal überlegen, wie fühlt es sich denn an, wenn ich ein Ziel erreicht habe? Wie fühlt sich das dann für mich an quasi, ja. Danach habe ich die beiden noch nach einem letzten Tipp für potenzielle Studis gefragt, die sich Neujahrsvorsätze vornehmen und die Antwort darauf fand ich super schön. Ich glaube, das A und O ist, dass man einfach startet und sich wirklich mal ganz ehrlich fragt, wo stehe ich und wie wäre es denn, also meine Lieblingsfrage zu diesem Thema ist, so die übergeordnete Vision festzuhalten und das wäre dann so, wie wäre es, wenn es richtig schön wäre? Also wirklich jetzt, ohne dass ich mich schon vorher quasi limitiere und sage, ach, das kann ich nicht, weil, sondern wirklich mal, wie wäre es, wenn es schön wäre? Und dem einfach mal Raum geben und ganz gespannt sein, was dann passiert. Einfach mal so. Ja. Sich einfach mal vornehmen, wie es wäre, wenn es so wirklich schön wäre. Ich finde, das ist ein super guter Ansatz, eine super schöne Methode, um auch sich wirklich bewusst zu werden, was man denn eigentlich wirklich mit seinem Leben machen möchte. Und ich glaube, der Key ist dabei, dieser kleine Stimme, die man so im Kopf hat, die einem sagt, ja, das ist zu viel verlangt oder da kommst du eh nicht hin, dass man der einfach mal so ein bisschen in die Schranken weist und sich einfach mal das zugesteht, mal zu träumen und ja, wer weiß, vielleicht kommt dabei ja wirklich was raus, was euch gut weiterhilft. Ich habe mir für dieses Jahr persönlich keine konkreten Vorsätze genommen, also keine Ziele, die ich erreichen möchte oder keine konkreten Verhaltensweisen, denen ich mich anpassen oder annähern möchte. Ich habe mir allerdings so ein paar Felder ausgesucht, die entweder bis jetzt gut gelaufen sind und die ich beibehalten möchte oder die einfach im letzten Jahr oder auch schon den Jahren davor zu kurz gekommen sind in meinem Leben, die mich aber eigentlich glücklich machen und auf die ich mich wieder mehr fokussieren möchte. Da fällt zum Beispiel Musik drunter oder auch Poetry Slam und da habe ich keine konkreten gesteckten Ziele, die ich erreichen will, aber ich will auf jeden Fall schauen, dass ich einfach Dinge in meinen Alltag integriere, die mich diesen Bereichen wieder so ein bisschen näher bringen, einfach weil ich weiß, dass sie mich, wie gesagt, glücklich machen und dass sie mir sehr wichtig sind. Vielleicht sollte ich mir allerdings wirklich mal vornehmen, mir ein Stativ zu kaufen. Jetzt würde mich noch interessieren, welche Vorsätze ihr fürs nächste Jahr so habt und ob ihr überhaupt welche für 2022 gemacht habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, das würde ich mir gerne mal durchlesen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!